Hallo Leute, ich bin's Cat, Grüße aus Tokio. Und dieses Mal reden wir über die Unterschiede zwischen Deutschen und Japanerinnen, wenn man mit denen erstmal ausgeht. Also, auf geht's! Hajimaru! Zuallererst Ehrlichkeit und Freundlichkeit. Nun, wir Deutschen haben so den Ruf, dass wir ein bisschen zu ehrlich sind. Knallhart ehrlich. Wir sagen einfach, was in unserem Kopf ist. Wir sagen es gerade aus. Wir reden nicht um den heißen Brei. Das heißt, wir sind manchmal so ehrlich, dass man uns auch nachsagt, wir haben nicht so viel Takt. Heißt, manchmal kann das sein, dass dir eine Deutsche einen Satz an den Kopf schmeißt, wo du denkst, boah, das war aber jetzt ganz schön hart. Aber hart, aber herzlich, sagen wir. Heißt, wir sind da ein bisschen ehrlich. Oder nicht ein bisschen ehrlich, ziemlich ehrlich, würde ich sogar sagen. Das heißt, das ist mir auch schon mal passiert, dass ich meiner besten Freundin ein Geschenk gegeben hat, die jetzt aufgemacht und gesagt, boah, damit kann ich gar nichts anfangen. Magst du das vielleicht haben? Das ist mir schon mal passiert. Heißt, im Vorhinein muss man vielleicht ein paar Sachen ein bisschen abstecken, um ein paar Sachen hinzubekommen. Aber dann nimmt man in Deutschland nicht so ein Blatt vor dem Mund. Heißt, wir sind eher ehrlich als zu freundlich. Freundlichkeit über Ehrlichkeit. Japanerinnen sind die Königinnen vom Taktgefühl. Das heißt, die wissen ganz genau, welche Gefühle, welche Sätze, welche Sachen sie sagen können, um andere glücklich zu machen, um eine Harmonie in der Gruppe herzustellen. Das wird oft erwartet, dass man auch so seinen eigenen Gefühle ein bisschen zurücksteckt und schauen, dass die Gruppenharmonie stimmt. Heißt, viele Sachen werden nicht gesagt, sondern eher erwartet, dass man da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und teilweise die Gefühle der anderen Person fast schon magisch teilweise herausliest. Das ist nur für uns ein bisschen schwierig, wenn wir das nicht gewöhnt sind. Manchmal denkt man sich, warum hat die mir denn das nicht gesagt? Aber da muss man einfach feinfühliger in Japan werden. Das ist so. Heißt wirklich zwischen den Zeilen lesen und immer noch mal nachfragen, nee, ist wirklich alles okay? Bist du dir da sicher? Und manchmal auch drüber nachdenken, die sagt jetzt bestimmt, ja, das ist okay, dass man das letzte Stück Kuchen isst, aber vielleicht sagt die das echt nur dir zuliebe. Und das heißt, dass du vielleicht doch einfach mal zurückstecken und sagen solltest, du kannst es essen. Nummer 2, Konversation. Nun, in Deutschland schätzen wir das mehr, statt Smalltalk eher Big Talk zu machen. Heißt, wir reden gerne über Politik, Wissenschaft, der Stand der Welt gerade oder Weltanschauungen über ähnliche Dinge. Deutsche informieren sich sehr gerne. Das heißt auch, wenn du mit einer deutschen Frau zusammen bist, wäre das nicht schlecht, wenn ihr auch tiefgründige Gespräche führen könnt, anstatt nur, was ihr gerade das letzte Mal im Fernsehen oder auf Netflix gesehen habt. Heißt, informiert euch ein bisschen. Oder wenn sie irgendein besonderes Interesse zeigt, sei es im Recycling, Naturschutz, was auch immer es ist, informiert euch doch ein bisschen in der Richtung und dann könnt ihr gemeinsam Gespräche führen. Heißt, tiefgründige Gespräche führen. Habt ihr schon mal über das nachgedacht? Kennt ihr das? Und das kann sein, dass euch die deutsche Frau dann so ein bisschen herausfordert, challenged und einfach sagt, was ist deine Meinung? Oder hast du das und das schon gemacht? Und das ist nicht so, wie das zum Beispiel in anderen Ländern ist, wo das eher so Konfrontation ist. Warum hast du daran nicht dann gedacht und du solltest meiner Meinung sein? Sondern eher so, was ist deine Meinung eigentlich? Lass mich das mal hören. Und selbst wenn ihr nicht am Schluss die gleiche Meinung habt, wäre das nicht schlecht, wenn ihr wenigstens die Frau davon überzeugen könnt, warum ihr diese Meinung habt und vielleicht gute Gründe gebt. Ihr müsst nicht auf der gleichen Meinung sein am Ende, aber wenigstens der Schritt, dass man gemeinsam kommuniziert drüber und sich gegenseitig neue Gedankenanstöße gibt, ist schon mal ganz wichtig. Nun, wie sieht das eigentlich in Gesprächen und Diskussionen mit Japanerinnen aus? Nun, denkt nochmal zurück, Japan hat eine Harmoniekultur. Das heißt, man versucht möglichst zu schauen, dass es allen gut geht. Heißt auch in Konversation ist es fast besser, Smalltalk zu machen, als richtig Heavy Real Talk zu machen. Teilweise ist es auch so, dass in der Schule und Ähnlichem das nicht so hervorgehoben wird, dass man seine eigene Meinung zu stark ausdrückt. Heißt, wenn man manchmal fragt, was wollt ihr machen oder wie denkt ihr eigentlich drüber, kann das sein, dass die Antwort ist, keine Ahnung, habe ich noch nie drüber nachgedacht, kenne ich mich nicht aus oder bin ich nicht informiert drüber. Das ist einfach eine andere Kultur. Es kann aber auch sein, oder beziehungsweise sollte das jetzt nicht heißen, dass die japanische Frau keine Meinung hat. Es heißt nur, dass sie ihre Meinung dir nicht aufdrücken wird und auch ein bisschen zurückstellt. Aber, ich denke, wenn ihr euch da ein bisschen Zeit lasst und ein bisschen genau mit denen redet, könnt ihr da schon ein bisschen was rauskitzeln. Es geht nur darum, dass es ihnen nicht unangenehm wird und dass man sozusagen die Meinung, die man selber hat, anderen nicht zu stark aufdrückt.
Es gab mal eine Situation in Chester, wo ganz viele Austauschschülerinnen gekommen sind und wir haben dann die Austauschschülerin gefragt, okay, was wollt ihr als nächstes machen? Und keine einziges von den 30 Mädchen hat gesagt, was sie machen wollte. Das lag jetzt nicht daran, dass keiner irgendwas machen wollte. Das lag daran, dass keines von den Mädchen jetzt ihre Meinung allen anderen Mädchen aufdrücken wollte oder ihre Idee allen anderen aufdrücken wollte und sich deswegen ein bisschen zurückgehalten hat. Also seid mal ein bisschen vorsichtig und gebt denen ein bisschen Zeit, sich zu öffnen, damit ihr miteinander reden könnt. Aber so große Debatten und Argumente sind generell nicht so gewünscht. Konflikte. Früher oder später in jeder Beziehung kommt da mal ein Punkt, wo man dann doch so ein bisschen einen Streit hat oder Konflikte hat. Nun, bei den deutschen Frauen ist das so. Wir sind sehr direkt, habe ich ja schon mal gesagt. Heißt, manchmal kann es auch sein, dass wir ein bisschen zu viel sagen. Heißt, da ist schon mal ein bisschen was gesagt worden, was man dann im Nachhinein so ein bisschen bereut und sich denkt, oh, hätte ich das jetzt bloß nicht gesagt. Und da kann man sich schon mal eher so ein bisschen drüber streiten und auch ein paar Konflikte miteinander haben. Nun, da ist es so, dass uns Deutschen nachgesagt wird, wir sind zwar unglaublich ehrlich und wir sagen Sachen knallaus, aber wir können nicht so gut einstecken. Heißt, wenn man genauso ehrlich zu uns ist, kann es trotzdem sein, dass es dann doch auch wieder mal ein bisschen zu viel war. Heißt, klar kann man sagen, man schmeißt sich alles Mögliche an den Kopf, aber es ist vielleicht auch wichtig, danach zu sagen, okay, Entschuldigung, das habe ich nicht so gemeint. Konflikte mit Japanerinnen können nochmal ganz anders verlaufen. Das heißt, dadurch, dass es so eine Harmoniegesellschaft ist und sie oft ihre Gefühle zurückstecken, wird eigentlich von dir erwartet und als guter Partner solltest du das drauf haben, dass du dass du so ein bisschen in das Herz der anderen Person hineinschaust. Selbst wenn die sagt, ja, okay, das passt schon, kann das gut sein, dass es nicht passt. Heißt, du musst wirklich zwischen den Zeilen lesen und sehr feinfühlig werden und ihre Gefühle verstehen, auch wenn sie nicht gesagt werden. Das ist auch bei den Männern teils so. Aber was zum Beispiel ein guter Punkt ist, wenn man sagt, hey, lass uns ins Café gehen, und sie sagt, Oder du sagst, hey, lass uns ins Café gehen und sie sagt, heißt ja, heißt eigentlich nein. Ich habe das schon oft gehört, dass westliche Jungs mit einer Japanerin ausgehen und die denken, alles läuft gut und freuen sich nur so schön, dass sie eigentlich machen können, was sie wollen. Und die Freundin sagt auch nie was dagegen und es gibt eigentlich auch keinen Streit. Die werden aber auf einmal verlassen und wissen nicht, was der Grund war und hören es dann auch nicht mehr. Heißt, da wurde von denen erwartet mehr Feinfühligkeit, mehr Fingerspitzengefühl, mehr herausfinden, ja, laufe ich jetzt gerade nur meine eigene Ego-Tour und rennen sozusagen mit dem Wagen über sie drüber. Da muss man wirklich immer noch mal genau nachhorchen und fühlen. Und manchmal, wie gesagt, es wird nicht direkt gesagt, man muss feinfühliger sein. Aber ich hoffe, dass ihr mit ein bisschen mehr Konversation die so ein bisschen auflockern könnt und dass sie ihre ehrlichen Gefühle mit euch teilen kann. Also, Konversation ist hier der Schlüssel. Heiraten! Nun, da gibt es ganz schön Unterschiede bei den Deutschen und den Japanerinnen. Generell ist es ja so, dass wir Deutschen uns ein bisschen mehr Zeit lassen angeblich. Wir schnuppern ein bisschen, wir checken. Ich habe es ja schon mal gesagt, wir lassen uns da mehr Zeit. Denn wir wollen wissen, dass der Partner, den wir da jetzt gerade vor uns haben, auch wirklich der ist, mit dem man das ganze Leben verbringen kann. Heißt, wir lassen uns ganz schön viel Zeit schnuppern, checken, finden es heraus. Und wenn wir denken, okay, mit dem kann ich mir das vorstellen, noch für immer zusammen zu bleiben, dann bleiben wir mit dem zusammen. Japanerinnen denken, oder viele Japanerinnen zumindest denken, beim Miteinander ausgehen schon gleich an die Zukunft. Heißt, wir werden miteinander heiraten und das kann schon sehr schnell gehen. Bei manchen kann das schon von einem halben Jahr bis zu einem Jahr sein, bis die dann sagen, okay, lass uns heiraten, beziehungsweise es wird eher von den Männern erwartet, dass sie da den Antrag machen. Aber sozusagen schon ab 6 Monaten kann das Ganze losgehen, manchmal vielleicht sogar früher, wenn man nachweisen kann, dass man auch finanziell dafür bereit ist, eine Familie zu haben. Heißt, als Brotverdiener sozusagen wird generell eigentlich erwartet, dass man nicht nur die Frau, sondern eben auch eventuelle Kinder mit seinem Gehalt durch die Runden über den Berg bringen kann oder über die Runden bringen kann. Heißt, man muss schon zeigen, dass man genug Geld hat, um auch wirklich ernsthaft diese Beziehung weiter in den nächsten Schritt zu führen. Denn finanziell es ist einfach wichtig, dass man genug hat. Heißt, es wird vielleicht schon erwartet, dass ihr sehr früh anfangt zu sparen und gewisse Hobbys ein bisschen zurückzusetzen, damit die Kinder dann in der Zukunft auf die Uni gehen können und ähnliches. Also vorbereitet sein für die Zukunft der Kinder. Denn heiraten in Japan ist immer noch eine große Familienangelegenheit. Heißt,
Das kann auch sein, dass von euch erwartet wird, dass ihr euch von jetzt ab um ihre Eltern kümmert oder sie sich um eure Eltern kümmert. Familie ist ganz, ganz wichtig in Japan und es ist weniger eine Dabu-Dabu-Heirat, sondern eine Heirat, wo man sagt, unsere Familien kommen zusammen und wir beschützen uns alle gemeinsam. Kinder! Nun, wenn ihr mit einer Deutschen zusammen seid, dann früher oder später kommt das Thema Kinder auf den Tisch. Spätestens irgendwann mal, wenn man in den 30ern ist, wenn dann die biologische Uhr etwas mehr anfängt zu ticken, kommt das Thema früher oder später auf den Tisch. Dann könnt ihr das miteinander vereinbaren. Wollt ihr gemeinsam Kinder haben, ja oder nein? Drüber sprechen und dann wird entschieden, ob ihr eine Familie mit Kindern oder ohne Kindern sein wollt. Generell ist es so, dass viele deutsche Frauen, nachdem die ein Kind haben, weiterarbeiten. Generell, wenn man es vielleicht auch muss, denn das Geld reicht wahrscheinlich nicht so. Und es ist immer besser, wenn man dann sagen kann, man kann den Kindern ein bisschen mehr eine Zukunft geben. Kommt eben ganz drauf an, aber es gibt in Deutschland viele Alternativen. Babysitter, Kinderhorts, Kindergarten, alles Mögliche, wo man dann sagen kann, okay, das kann man machen. Man kann gleichzeitig arbeiten und die Familie finanziell unterstützen und eben auch auf die Kinder aufpassen. In Japan lebt die traditionelle Familie noch eher. Das heißt, es ist generell eigentlich erwartet, dass man Kinder in der Familie hat. 1 bis 2 Kinder ist da ganz normal. Und dementsprechend kann das sein, dass das Thema Kinder schon sehr früh auf den Tisch kommt. Ich sehe das hier in Japan. Da sind schon junge Väter mit 24, 23, 25 unterwegs und schieben den Kinderwagen neben den Frauen her. Das kann schon wirklich sehr früh angesprochen werden. Es ist generell eigentlich auch so erwartet, dass man Kinder sehr früh hat, eine Familie sehr früh gründet, schnell heiratet und dann seinen anderen Pflichten nachgeht. Was ich jetzt sehr oft gehört habe allerdings, ist, dass sobald die Kinder da sind, die Frau mit den Kindern im selben Bett schläft und der Mann dann nicht mehr im selben Bett mit der Frau schläft. Heißt, man vereinbart sich auch darauf, dass man sozusagen sich auf die Familie fokussiert und die Familie glücklich macht, anstatt dass es jetzt hier so ein Liebespärchen-Ding ist. Dann, wenn die Kinder ein bisschen älter sind und größer sind, vielleicht Ende der Grundschule, in der Grundschule, schlafen dann die Eltern wieder gemeinsam im gleichen Bett. Habe ich mir erzählen lassen, hat mich sehr überrascht, weil in Deutschland, da geht das sofort raus. Da wird das Kind sofort in die kleine Kinderkrippe gesetzt und höchstlichst, damit man wieder gemeinsam im Bett miteinander schlafen kann. Aber naja, kulturell sind wir halt etwas anders. Trennungsgründe. Nun, was sind eigentlich die großen Trennungsgründe, die so passieren könnten? Nun, in Deutschland ist es zum Beispiel so, wenn der Partner irgendwann mal fremd geht, dann sagt man das wahrscheinlich knallhart. Oder man sagt, hey, ich habe jetzt jemand anderen gefunden. Das ist knallhart, das kann passieren. Das sind generelle Trennungsgründe, dass man sich auseinandergelebt hat oder dass man sich über gewisse Dinge sehr oft streitet und ähnliches. Das sind so die großen Trennungsgründe. Wenn ein Partner fremd geht, wird generell drüber gesprochen und die Beziehung aufgelöst. Und es kann dann sein, dass dann der Partner mit der Person, mit der oder die fremdgegangen ist, dann danach eine Beziehung führt. Und so wird dann eben leider die Trennung eingeleitet. Die Trennungsgründe in Japan können noch mal etwas anders sein. Jo, Kinako. Kinako-chan. Nun, in Japan ist es so generell, dass... Okay, tut mir leid, aber japanische Männer haben so ein bisschen den Ruf, dass die ein bisschen mehr fremdgehen, als man so denkt. Das ist generell wahrscheinlich auch während der Zeit, während die Frau schwanger ist und die Frau mit den Kindern im selben Bett schläft, das ist anscheinend die High-Saison für solche Sachen, dass solche Shenanigans passieren. Generell sollte keiner von euch das machen. Ich sage euch das jetzt mal allen, Mädels und Jungs. Aber falls es passieren sollte, wird das manchmal gar nicht gesagt. Das heißt, es kann sein, dass sogar Mann und Frau, wenn die sich ein bisschen auseinandergelebt haben, zwar im selben Haus leben und die Kinder großziehen, aber er und sie generell noch einen Partner an der Seite haben, ohne sich das speziell zu sagen. Man weiß es dann einfach. Habe ich schon mal gehört. Ich habe auch gehört, dass es sein kann, dass ein Mann sehr lange fremd geht und dann schon sozusagen eine Freundin und eine Frau gleichzeitig für eine längere Zeit hat. Ich glaube, in letzter Zeit sind weniger Japanerinnen okay damit. Das haben wir in einem Interview gehabt. Ihr könnt das auch schauen. Wir haben ein Interview hier auf Ask Japanese, wo es ums Cheaten geht. Und da haben die Mädels mal so erzählt, ihre Storys, wie die Jungs da mit ihnen gecheatet haben oder beziehungsweise sie betrogen haben und wie die Mädels reagiert haben. Ich glaube, die jetzige Generation sagt da eher mal, nein, mache ich nicht nochmal mit und lasse ich auch nicht mehr mit mir reden.
Ansonsten können auch in Japan Trennungsgründe sein, wenn man einfach finanziell nicht das Geld hat, die Familie durchzubringen. Finanziell muss man einfach sagen, ist in Japan immer ganz wichtig, dass der Mann die Familie durchbringen kann, das richtige Gehalt hat und denen sozusagen helfen kann. Das sind nochmal andere Trennungsgründe vielleicht als die Dabu-Dabu-Beziehungen, aber sollte man auf jeden Fall mal ganz ernsthaft sein und auch drüber nachdenken. So, und das waren ein paar kulturelle Unterschiede zwischen Japanerinnen und Deutschen. Natürlich kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Jeder ist anders, jede Person ist anders. Manche Sachen sind total generalisiert. Aber ein paar Sachen hat man hier schon mal häufiger gehört, wo man sich denkt, das ist schon so ein bisschen anders. Fällt euch noch was dazu ein? Vielleicht irgendwas, was ich nicht erwähnt habe? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Und nochmal sagen, japanische Frauen, deutsche Frauen, Frauen auf der ganzen Welt, ihr seid alle wunderbar. Und ich wünsche euch einen wunderbar schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns mal bald wieder hier für ein Video auf Ask Japanese. Vergesst nicht zu abonnieren und auch uns ein Like zu geben für das Video hier in Tokio. Und ich hoffe, ich sehe euch mal bald wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!